Hi, bei mir geht es heute um das Thema Filmen bei Nacht bzw. Filmen bei wenig Licht. Viel Spaß! Ich denke mal, die meisten, die sich schon mal irgendwie mit dem Thema Filmen bei Nacht beschäftigt haben, werden schon mal gehört haben, dass man die ISO-Stufe zum Beispiel relativ niedrig halten soll. Das stimmt aber nur bedingt. Geht mal zum Beispiel raus bei Tageslicht und filmt mit einer relativ hohen ISO-Stufe, ISO 3200, ISO 6400, was auch immer. Belichtet das Bild so ein bisschen über und ihr werdet feststellen, ihr habt kein Bildrauschen im Bild. Dann könnt ihr bei Nachtfilmen das Bild relativ unterbelichten und auf ISO 200 stellen, was eine sehr niedrige ISO-Stufe ist, und ihr werdet extrem viel Bildrauschen im Bild haben. Das heißt, eine hohe ISO-Zahl heißt nicht automatisch, dass ihr mehr Bildrauschen im Bild habt, und eine niedrige ISO-Zahl heißt nicht automatisch, dass ihr weniger Bildrauschen im Bild habt. Es ist also viel wichtiger, ausreichend Licht zur Verfügung zu haben beim Filmen bei Nacht, als jetzt unbedingt eine niedrige ISO-Zahl. Bei Nacht ist das natürlich eine besondere Herausforderung und dafür gebe ich euch jetzt einfach ein paar Tipps. Wenn ihr in einer größeren Stadt oder so unterwegs seid, ist es eigentlich kein Problem, ausreichend Lichtquellen zu finden. Ihr müsst euch einfach ein bisschen umgucken. Es gibt zum Beispiel beleuchtete Schaufenster oder diese Werbetafeln, die dann so leuchten. Was auch funktioniert, sind Straßenlaternen. Bei Straßenlaternen müsst ihr allerdings aufpassen, dass ihr nicht direkt unter der Lampe steht zum Filmen, weil sonst im Gesicht komische Schatten entstehen. Deshalb lieber so 2-3 Meter weiter weg, damit das Licht so ein bisschen von schräg oben kommt, damit die Gesichter und sowas auch schön ausgeleuchtet sind. Außerdem könnt ihr Handys zum Beleuchten nehmen. Ich denke mal, jedes Handy hat irgendwie so eine Lampe zum Leuchten. Und wenn ihr das Handy ungefähr 2 Meter weit weg auf ein Stativ oder sowas stellt, ist das Licht auch relativ diffus. Falls euch das trotzdem noch zu direkt ist, könnt ihr zum Beispiel so Butterbrotpapier oder sowas einfach vor diese Leuchte hängen. Dann wird alles nochmal so ein bisschen diffuser und softer. Falls euch das nicht ausreicht, könnt ihr auch überlegen, euch so LED-Panels zu kaufen. Ich persönlich habe damit jetzt noch keine Erfahrung. Informiert euch da einfach ein bisschen auf YouTube. Ihr findet genug Tutorials dazu. Aber egal, für welche Lichtquelle ihr euch jetzt entscheidet, achtet immer darauf, dass die Lichtquelle nicht direkt von frontal oder von oben kommt, sondern so ein bisschen von schräg oben, von schräg vorne ungefähr. Wenn ihr jetzt die passende Umgebung gefunden habt mit ausreichend Licht, dann könnt ihr euch jetzt um euer Kameraequipment kümmern. Das Wichtigste beim Filmen bei Nacht ist ein lichtstarkes Objektiv. Ihr findet lichtstarke Objektive schon gebraucht für 40 bis 50 Euro, zum Beispiel so ein Nikon 50 mm 1.8 gebraucht. Oder wenn ihr ein neues Objektiv haben wollt, guckt euch mal nach dem Canon 50 mm 1.8 an. Das ist ein sehr gutes und günstiges Objektiv, was euch extrem viel Licht verschafft und gleichzeitig noch so einen sehr schönen, unscharfen Hintergrund beschert. Stellt dann das Objektiv auf die kleinste Blendenzahl wie möglich, also 1.8 oder 1.4, je nachdem für welches Objektiv ihr euch entscheidet. Damit bekommt ihr dann die maximale Menge an Licht auf euren Sensor. Wenn ihr jetzt die richtige Umgebung und das richtige Objektiv habt, geht es um die Kameraeinstellungen. Bei der Belichtungszeit seid ihr festgelegt auf ein 50stel oder ein 100stel, je nachdem, ob ihr mit 25 oder 50 Frames pro Sekunde filmt. Bei manchen Lichtquellen kann es sein, dass ihr so ein flackerndes Bild bekommt. Das ist hauptsächlich bei LEDs der Fall. Da kann es dann sein, dass ihr die Belichtungszeit auf ein 25stel stellen müsst, um dieses Flackern zu vermeiden. Guckt am besten ganz genau auf euer Display, ob die Aufnahme flackert. Manchmal erkennt man das auf dem Display nicht so gut. Guckt einfach wirklich genau hin. Falls ihr in der fertigen Aufnahme doch mal ein Flackern drin haben solltet, gibt es auch Plugins, mit denen man das wegrechnen kann. Das Plugin dazu habe ich euch unten verlinkt. Wenn ihr jetzt die Belichtungszeit und die Blende eingestellt habt, müsst ihr jetzt die ISO-Zahlen einstellen. Mit der ISO-Zahl regelt ihr die Helligkeit bzw. die Empfindlichkeit von eurem Sensor. Und es ist grundsätzlich schon so, dass je höher die ISO-Zahl, desto mehr Bildrauschen habt ihr im Bild und desto heller wird euer Bild. Trotz des höheren Bildrauschens kann ich euch nicht empfehlen, die ISO-Zahl möglichst niedrig zu halten, was viele andere empfehlen würden. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es eher besser ist, die ISO-Zahl so ein bisschen höher zu halten und dann in der Post-Production das Video wieder ein bisschen dunkler zu ziehen. Damit kriegt ihr bessere Ergebnisse, als wenn ihr eine niedrige ISO-Zahl einstellt und dann in der Post-Production das Bild wieder hochziehen müsst, wodurch ihr viel mehr Bildrauschen bekommt. Ich denke mal, viele von euch filmen ja auch mit so einem flachen Bildprofil, und hier ist es so, dass bei diesen flachen Bildprofilen auch das Bildrauschen deutlich erhöht wird. Das heißt, bei Nacht könnte man sich überlegen, diese flachen Bildprofile auszustellen, damit man weniger Bildrauschen im Bild hat. So, das waren meine Tipps, die ich euch so auf den Weg mitgeben kann. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr vielleicht eine etwas ältere Kamera habt und das Bild auf jeden Fall rauscht, egal ob ihr jetzt diese Tipps anwendet oder nicht. Dafür gibt es dann so Plugins wie Neat Video. Das ist ein Noise Reducer, der einfach das Bildrauschen aus eurem Video rausrechnet. Und es ist absolut nichts Schlimmes, so ein Plugin zu verwenden. Die funktionieren in der Regel sehr gut. Das Einzige, was passieren kann, wenn ihr so ein Plugin verwendet, ist, dass ihr ein bisschen an Detail verliert im Video. Ihr könnt dann aber nach der Rauschreduzierung wieder so ein bisschen nachschärfen, das Video. Dann habt ihr wieder ein bisschen mehr Schärfe im Bild. Das Plugin Neat Video kostet um die 70 Euro und habe ich euch unten in die Videobeschreibung verlinkt. So, das war's schon wieder zum Filmen bei Nacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und könnt jetzt ein bisschen rauschfreier bei Nacht filmen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.